ganz unten streitet sich mit Bremen und Berlin um den letzten Platz seit Jahrzehnten. Katastrophe. Und damit, das ist ein Vergehen an den Jugendlichen. Ein Vergehen. So, was haben wir gegen Digitalgeräte? In der Grundschule haben die nichts zu suchen. Und ich begrüße den Spitzenkandidat der AfD, Hans-Christoph Bern. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Herr Wunn. Beginnen wir mit einem Blick in Ihr Wahlprogramm. Stichwort Familienpolitik. Da schreiben Sie, Kinder haben ein Recht auf beide Eltern. Da meinen Sie Mutter und Vater. Natürlich. Und Sie wollen, ich zitiere, den Kult um Regenbogenfamilien beenden. Nun ist Ihre AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel mit einer Frau zusammen, erzieht 2 Kinder groß mit ihr. Verstößt Frau Weidel gegen ihr Brandenburger Wahlprogramm? In keiner Art und Weise. Kult ist ja was anderes. Kult ist ja das Hervorheben von sozusagen Beziehungen, die eben nicht dem klassischen Format Mutter, Vater, Kind entsprechen. Das toleriert man, das ist sozusagen gang und gäbe, dagegen sagt keiner was. Aber dass das kultiviert wird, dass wir einen Regenbogenkult haben, dass jeder Fetisch, jede Perversität hier öffentlich ausgelebt wird auf Straßen und Plätzen, dass sich Männer als Hunde verkleiden und entblößen, ja, das wollen wir nicht, Herr Wunn. Lassen Sie mich Sekunde netterweise ausreden. Aber nicht, wenn Sie vom Thema abschweifen. Das war das Thema. Sie schreiben ja, Kinder haben ein Recht auf beide Eltern. Also jemand, der mit einem gleichgeschlechtlichen Partner 2 Kinder erzieht, verweigert diejenige den Kindern dieses Recht? Nein, Ihre Frage war, ob dass Frau Weidel mit einer Partnerin und Kindern zusammenlebt, ob das unserem Wahlprogramm widerspricht, dass wir den Regenbogenkult nicht wollen. Und ich betone, wir wollen den Regenbogenkult nicht. Der Regenbogenkult ist abartig. Wir tolerieren jede gleichgeschlechtliche Beziehung. Das ist überhaupt kein Problem. Sprechen wir zum Thema Bildung. Das ist das zweitwichtigste Thema hier für die Brandenburgerinnen und Brandenburger. Sie wollen, und Sie formulieren es auch so, zurück zu Kreide und Tafel in den Schulen. Was haben Sie gegen digitale Technik wie Beamer, Whiteboard und Erklärvideos? Erstmal will ich mal was Positives sagen, Herr Wunn. Ich finde es gut, dass Sie dieses Thema ansprechen. Wir hatten ja vor 3 Tagen... Das ist ja auch das zweitwichtigste Thema für die Brandenburgerinnen und Genau, Brandenburger. richtig. Wir hatten vor 3 Tagen eine Elefantenrunde im RBB und da hatten wir 15 Sekunden Zeit für dieses Thema. Stellen Sie sich das mal vor. Brandenburg, ich komme gleich auf Ihre Frage, vergesse es nicht. Brandenburg liegt in allen Bildungsrankings ganz unten, streitet sich mit Bremen und Berlin um den letzten Platz seit Jahrzehnten. Katastrophe. Und damit, das ist ein Vergehen an den Jugendlichen. Ein Vergehen. So, was haben wir gegen Digitalgeräte? In der Grundschule haben die nichts zu suchen. In weiterführenden Klassen, im Studium und so weiter gerne. In der Grundschule hat sich bewährt Tafel und Kreide. Frontalunterricht, Leistungsprinzip. Das wollen wir wieder haben. Wir sind ja jetzt da, dass die Hälfte der Brandenburger Schüler nach IQB-Bildungstest nicht schreiben kann nach 4 Jahren. Was soll denn aus denen werden? Das kann doch nicht so weitergehen. Das muss geändert werden und das werden wir ändern. Wichtigstes Thema für die Menschen in Brandenburg ist das Thema Migration, ist ja auch ein wichtiges Thema für Sie. Ihre Partei möchte Geflüchteten den Zugang zu Volksfesten verbieten. Sie haben einen Antrag dazu im Landtag gestellt. Das würde gegen das Grundgesetz verstoßen. Nehmen Sie das in Kauf? Das wird nicht gegen das Grundgesetz verstoßen. Wir haben ja in Corona-Zeit auch Zugangsbeschränkungen gehabt. Artikel 3, lassen Sie mich kurz zitieren, Artikel 3 Grundgesetz. Ich verkürze ein bisschen. Niemand darf wegen seiner Rasse, seiner Heimat und Herkunft benachteiligt oder bevorzugt werden. Dagegen würden Sie ja verstoßen. Würden wir nicht verstoßen, weil wir... Dann verstehe ich es nicht. Dann lassen Sie es mich erzählen und lassen Sie mich ausreden. Herr Wunn, wir haben das Attentat von Solingen gehabt. Und wir haben die üblichen Betroffenheitsbekundungen gehabt, die wir seit 9 Jahren kennen. Und nichts passiert. Und da haben wir gesagt, wenn die Gefahr besteht, dass islamistische Terroranschläge auf solchen Volksfesten stattfinden, dann muss man endlich was dagegen tun. Jetzt kommen ja Herr Stübgen und Herr Woidke mit den Forderungen Grenzen schließen, Dublin außer Kraft setzen, Artikel 16a Grundgesetz in Kraft setzen. Wenn wir das hätten, dann bräuchten wir diese Forderung nicht zu erheben. Aber die haben wir nicht. Wir haben hunderttausende Leute ins Land gelassen, die uns belogen haben über Herkunft, Absichten, Alter. Und da müssen wir jetzt einfach Feste schützen, so ähnlich wie wir es Corona gemacht haben. Wir machen Zugangsbeschränkungen und dann lassen wir diejenigen, die sozusagen Staatsbürger sind, dazu und die anderen lassen wir nicht dazu. Wir müssen uns schützen vor Terroranschlägen wie in Solingen. Hilft alles nichts. Wenn wir die Grenzen geschützt haben, dann brauchen wir das nicht mehr. Sie wollen auch ukrainische Flüchtlinge von Volksfesten ausschließen? Ja, wie wollen Sie? Das andere würde eben ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz sein, wenn wir das nicht machen würden. Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Rechtsauffassungen und es ist ein Antrag im Brandenburger Landtag. Lassen wir es mal dabei. Ich glaube, viele sind der Meinung, dass das gegen das Grundgesetz verstoßen würde. Wir aber nicht. Ja. Sie haben, das fand ich interessant, in einem Interview letzte Woche von globalistischen Eliten gesprochen.
Das ist, und das dürften Sie wissen, ein antisemitischer Code. Sehr viele Leute verstehen das sofort. Es geht um angebliche jüdische Weltherrschaft. Warum verbreiten Sie antisemitische Verschwörungstheorien? Warum stellen Sie so eine Frage? Das ist so an den Haaren herbeigezogen. Wir haben, ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Angela Merkel hat die Agenda der Transformation, das, was in Brandenburg unsere Wirtschaft kaputt macht, die Energiewende, Verkehrswende. Sie hat es vorgetragen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Das ist nicht im Bundestag beschlossen worden, da gab es keine Volksabstimmung. Sekunde, ich beantworte Ihre Frage. Da treffen sich in Davos Leute, die meinen, die wissen, wie sie die Welt organisieren müssen, oder die fliegen mit dem Flieger nach Abu Dhabi und uns verordnen sie das Lastenrad und sagen uns, ihr fahrt kein Auto mehr, esst kein Fleisch mehr, habt kein Bargeld mehr und kein Haus mehr. Darum geht es mir bei meiner Frage das ist gar aber nicht. meine Antwort. Es geht bei Davos, Sie können Davos kritisieren, das ist ja klar. Das tue ich Der auch. Begriff globalistische Eliten, und das wissen Sie doch, Herr Berndt, globalistisch ist ein Code, ein antisemitischer Nein. Code. Wir haben zum Beispiel beim Zentralrat der Juden nachgefragt, was die davon halten. Die sagen, Globalist ist eine bewährte antisemitische Figur. Das ist Abart, also es ist wirklich abwegig, völlig abwegig. Abwegig, was der Zentralrat der Juden sagt, der von Antisemitismus betroffen ist. Ich kenne das ja, Abwegig. ich kenne diese Einschätzung von Herrn Botsch, der seit 9 Jahren über mich schreibt und nicht ein Wort mit mir gesprochen hat, der alles, was wir sagen, als Antisemitismus kodiert, damit er irgendeine Keule gegen uns hat, weil er keine Argumente hat. Nochmal zurück. Ich sage eigentlich nur, globalistische Eliten ist antisemitisch. Aber Und der Zentralrat der Juden sagt das auch. Aber ich sage das nicht, ich weise das zurück. Aber spielen Sie nicht damit? Nein, ich Und spiele nicht damit. Oder sagen Sie jetzt, aha, Herr Wund, es ist antisemitisch, dann benutze ich so nicht. Überhaupt nicht. Nein, ich sage Ihnen Folgendes. Man wird doch wohl noch den Globalismus kritisieren dürfen. Man wird doch wohl noch kritisieren dürfen, dass sich Leute zusammensetzen, die nicht legitimiert sind demokratisch, die einfach, weil sie Geld haben oder in irgendwelchen Konzernen sitzen, sich treffen und sagen, wir ordnen jetzt mal die Welt neu und gehen über die Parlamente und Nationalstaaten hinweg. Das kritisiere ich und das lassen wir nicht nehmen. Ja, das muss ich auch. Aber Sie müssen vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass globalistisch, vielleicht haben Sie es heute auch neu gelernt, ein antisemitischer Code ist. Lassen Sie mich, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit, noch kurz. Gleich, Herr Wund, aber wir müssen mal klarstellen, was heißt Globalismus? Der Globus ist die Kugel. Also globalistische Leute sind die sozusagen weltweit denken und die nationalstaatliche Ordnung außer Kraft setzen müssen. Das muss man, also ich kritisiere das und das lasse ich mir nicht nehmen, nicht von Ich glaube, bei der von irgendjemandem. Formulierungsfrage kommen wir da heute nicht mehr zusammen. Noch zum Angriff auf Russland. Ist ja gar kein landespolitisches Thema, aber es drängt natürlich die Leute und interessiert die Leute. Zum Angriff Russlands auf die Ukraine haben Sie kürzlich gesagt, Zitat, das ist ja nichts Besonderes, dass Grenzen verschoben werden. Das ist natürlich krass aus dem Zusammenhang gerissen, darum ging es nicht. Ich will nur mal sagen, nein. es ist was Besonderes, es verstößt gegen das Völkerrecht. Ja, das habe ich, aber ich habe es ja so nicht gesagt. Sie zitieren jetzt aus dem Weltartikel. Und Den ich gelesen habe. Ja, aber Sie nehmen es aus dem Zusammenhang. Ich habe ja davon gesprochen, den Zusammenhang gesagt, dass wir nicht mehr im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation leben, dass Grenzen verschoben werden. Das erleben wir in der Weltgeschichte immer. Sonst würden wir jetzt noch im Römischen Reich leben oder im Frankenreich oder so. Ist ja alles Geschichte. Aber Putin hat die Ukraine überfallen. Aber diesen Satz isoliert zu sagen, Grenzen werden verschoben, zu sagen, das ist jetzt hier eine Rechtfertigung eines Angriffskrieges, ist natürlich absurd. Was wir wollen, und die Position müssen wir klar zu machen, wir wollen, dass das Schlachten und Morden in der Ukraine aufhört. Wir wollen Waffenstillstand, wir wollen Truppenentflechtung und ich habe gesagt, ich persönlich bin für Volksabstimmung. Hatten wir im Kosovo auch, sind ja auch die Grenzen verschoben worden. Ich bin für das Selbstbestimmungsrecht der Völker, dann sollen die Volksabstimmung machen, wo die sein wollen, ob in der Ukraine oder Russland. Das sollen die entscheiden, die Menschen, die dort leben. Das ist mein Votum. Und das sollte man respektieren. Und wenn sich die dort ansässige Bevölkerung entscheidet, in einem anderen Staat leben zu wollen, dann soll man die Grenzen verschieben, auf friedliche Weise, ohne Krieg und ohne Morden. Also in russisch besetzten Gebieten abstimmen. Das ist Nein, ich habe Ihnen gesagt, hören Sie doch bitte zu, Herr Wund. Ich habe gesagt, Truppenentflechtung. Die Truppen abziehen und dann kann man abstimmen. Und wenn Sie sagen, da sind ja einige geflohen, dann macht man die Menschen ausfindig. Man kann auch in der Ukraine, man kann auch in Deutschland die Ukrainer, die dort gelebt haben, im Donbass, ausfindig machen und an der Volksabstimmung teilnehmen lassen. Das ist alles möglich, wenn man will. Sagt Hans-Christoph Berndt, der Spitzenkandidat der AfD. Vielen Dank für heute Morgen. Danke Ihnen, Herr Wund. Danke.